Ah, okay. Ich habe sie gefunden, die Männeroase. Ja, hinter uns, hier, da steht sie. Der Traum eines jeden Mannes. Ja, du hast ja gesagt, irgendwie, du bist gespannt auf mein Fazit, ne? Ja. Weil ich stand da die ganze Zeit nur mit großen Augen und Hab ich gesehen. Susi wusste gar nicht, ob das jetzt negativ oder positiv ist. Nee, du bist sehr still geworden, sehr konzentriert und meistens heißt es, du findest es eigentlich ganz geil. Alter, ich finde das voll geil. Siehst du? Ich finde es voll geil. Das ist ja Lego für Große. Die haben da halt einfach nur so Polster, die, ich weiß gar nicht, 30 mal 1,60 sind. Und mit diesen Polstern können die halt so unfassbar viel in diesem Auto machen. Du kannst eine obere Bettebene machen, du kannst darunter noch eine Bettebene machen. Du hast eine klappbare Sitzbank, die kannst du sowohl nach hinten als auch nach vorne machen. Du kannst hinten eine Sitzgruppe machen, du kannst vorne eine Sitzgruppe machen. Du kannst alles in diesem Ding machen. Und wir reden hier von diesem kleinen, puppeligen Auto, was da hinter uns steht. Sag ich doch, Männeroase. Da steht das Teil also, der Crafter Camper Oasis aus Japan. Von außen erstmal ein schlichter Kastenwagen, aber sagen wir mal so, ne, wer nur auf die Hülle guckt, der verpasst die Show dahinter. Wobei, der Nissan Caravan Grand Premium GX, der ist ja auch von außen schon ein schickes Teil, oder? Mich interessiert bei so einem Fahrzeug natürlich vor allen Dingen eins, also wie flexibel ist so ein Teil wirklich? Und könnte ich das vielleicht auch nachbauen? Taugt das Ding im Alltag, also mal zum Campen, mal zum Fahrräder reinschmeißen oder mal spontan zum Surfurlaub an die Küste. Oder, wenn es vielleicht auch mal sein muss, die Schwiegermutter direkt ins Heim kutschieren. Ja, 5 Leute finden hier nämlich offiziell Platz. Also notfalls auch die Schwiegermutter mit Gepäck und Groll. Das Ganze steht auf dem Nissan Caravan. Gibt's als Benziner oder Diesel. Optional auch als Allradversion. Länge sind knapp 4,70 Meter, also absolut citytauglich. Und drin ist ein schickes Teil. Ihr werdet sehen. Ja, denn kurz gesagt ist das ja hier japanische Präzision, die auf norddeutsche Nutzungsfantasie trifft. Also heute Wohnzimmer, morgen Transporter, übermorgen Surferbus mit Kühlbox und genug Kaltschale an Bord. Der Oasis ist nicht nur clever, der ist ein echtes Raumwunder auf Rädern. Das ist so geil. So, sie guckt dir das mal an. Allein diese Idee, du kannst vorne die Sitze nach vorne klappen und dann hast du hinten als Rücklage nochmal Polster und dadurch kreierst du dann hier einfach ganz normal deine Sitze. Du brauchst keine Drehkonsole, du brauchst keinen höheren Aufbau, du brauchst jetzt nicht unbedingt schauen, wie kommst du überhaupt noch mit den Füßen an dein Gaspedal, weil diese Drehkonsolen ja immer aufbauen. Das hast du hier nicht, weil du klappst die Dinger einfach nach vorne und hast hinten gleichzeitig die Rückseite als Sitz gelöst. Voll genial, finde ich richtig gut. Dann hast du hier einen Tisch, der ist natürlich rausnehmbar, auf den Boden geschraubt. Du hast hier einen Bodenbelag, der ist so robust, da kannst du mal eben irgendwie dann halt auch mit Sandschuhen rein, da kannst du mit deinen Kladderadattschuhen rein. Vermutlich, weil wir ja hier irgendwie immer diese Kombination zwischen Haustieren und ihren Besitzern haben. Hier natürlich auch extrem pflegeleicht, auch mit Tieren, ne? Dass du hier deinen Hund reinmachen kannst, kannst du alles auskerchern. Denn diese geniale Drehsitzbank oder beziehungsweise Sitzbank, die du ja klappen kannst, also die kannst du sowohl in die Richtung nutzen, als auch in die Richtung nutzen und vor allen Dingen, du kannst sie auch nochmal zu einer kompletten Bettfläche nutzen. Das finde ich so cool. Und was richtig cool ist ja auch nochmal hinten. So simpel, ne? So ein paar kleine Aluprofile und ihr wisst, ich liebe Aluprofile. Die sind jetzt hier einfach mal an kleine Möbelbauten an den Seiten geschraubt. Richtig, richtig cool. Ich habe hier nochmal einen kleinen Aufbau mit einem kleinen Spülbecken, aber dadurch, dass ich diese Metallkonstruktion hier habe und hier diese lose aufgelegten, einfach gepolsterten Bretter und die sind echt auch gut gepolstert, ne, habe ich hier die Möglichkeit, eine untere Ebene, hier ihr seht, eine ganz unten Ebene zu haben. Ich kann eine mittlere Ebene haben, ich kann eine Ebene da drüber haben. Deswegen kann ich jetzt hier theoretisch mindestens mit 4 Leuten schlafen, oben schlafen, unten schlafen. Ich kann das ganze Zeugs rausräumen. Wenn ich es nicht brauche, dann räume ich die Dinger weg. Ich habe hier Stauraum, ich kann meine Fahrräder transportieren, ich kann mein Werkzeug transportieren, alles was ich will. Dieses Auto ist so unfassbar flexibel. Ich finde es so geil. Und dann auch noch in diesen richtig netten, geilen Männerfarben, oder? Also allein bei diesem Grau, da geht mir das Herz auf. Klimaanlage in diesem Auto. Die Möglichkeit, hier was ranzuhängen. So echt witzig, ne? Denn diese kleinen Spots, die hier nochmal so Licht machen,
Mir gefällt das richtig, richtig gut und ihr hört das schon, oder? Sehr, sehr cooles Konzept. Und es ist einfach für mich eines bisher der schlüssigsten japanischen Konzepte. Total einfach, total wenig Metallstangen, gepolsterte Bretter, Camperkonzept. So, Marco, jetzt darfst du auch mal Luft holen, ne? Ich kann nicht, ich bin hin und weg hier. Du bist ja Hin und weg bin ich hier. völlig außer Atem Guck mal, gekommen. und dann hast du hier, so deine kleinen Kanister stehen, damit du auch ein bisschen Wasser hast, kannst du dir die Füße mit absprühen. Ja. Natürlich hier auch mit Brausekopf, um das auch so zu nutzen. Na gut, das Waschbecken wieder, ne? Das ist schon wieder Ja, niedlich. es ist jetzt kein Camper, mit dem du... Meine Essstäbchen kriege ich da drin noch sauber. Ja, es ist kein Camperkonzept, mit dem du, ich sag mal, jetzt für ein halbes Jahr irgendwie in Urlaub fährst, aber es ist ein Camperkonzept, wo du am Wochenende mal eben irgendwie zum Kiten kannst, zum Surfen kannst. Du kannst deine ganzen Surfbretter, Kite-Equipment, Sportequipment, alles kriegst du hier unter und du kannst trotzdem noch in diesem Auto pennen. Und das ist doch mal echt cool. Also es ist jetzt nicht unbedingt für jeden geeignet, aber zumindest Zielgruppe sehe ich auf jeden Fall. Hier meine ganzen Boards kann ich hier runterpacken. Ich habe einen Boden, der ist auswischbar, ne? Also der ist extrem robust. Da kann mir sonst was passieren. Also für mich der perfekte Surfwagen. Ich mach mal wieder ein Bett raus. Ja, Mann! Marco in Love. Ja, Marco ist verliebt. Das ist nur geil. Jetzt frag mich bitte. Frag mich. Ja, wie gefällt dir das Auto so? Also, Folgendes, ne? Wenn ich da nur die Bretter hin und her schiebe und da 0 Gepäck drin habe, mag das funktionieren. Wenn ich aber vollgepackt bin, ja, also wenn ich an uns 3 denke, mit Essen, mit Klamotten, mit Ausstattung, sorry, aber dann ist es einfach nur ein ganz schreckliches Rumgeräume, weil man muss immer von A nach B, damit man diese Bretter bewegen kann. Also entweder nimmt man nichts mit oder ich könnte mir vorstellen, vieles auch in eine Dachbox oder so verschwinden zu lassen. Sonst stelle ich mir das doch ein bisschen schwierig vor. Aber du kannst ja das Bett hinten aufgebaut lassen, weil du hast ja vorne eine Sitzbank und ganz vorne noch Fahrer- und Beifahrersitz und entsprechend kannst du es hinten lassen und dann hast du dein ganzes Gepäck ja unterm Bett. Also weil du kannst alle Polster wegräumen und das ist das Geniale. Du kannst alle Polster wegräumen und du hast einen riesigen Transporter. Du kannst das Ding einfach als Transporter nutzen. Das stimmt allerdings. Es ist so unfassbar. Ich meine, das ist ein komplett ausbaubares Camperkonzept. Ne? Du kannst aus einem Transporter mit ein paar Brettern und so ein paar Metallgestängen an der Seite einen Transporter in einen Traumwohnmobil verwandeln und alles noch ausspritzbar. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen, der Boden, da lässt sich auch streiten. Das ist das perfekte Surfermobil. Das ist nicht so meins. Ist nicht so meins. Nee. Es ist total ist meins. nicht so meins. Leute, wie auch immer, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Video und da wird es richtig spannend mit weiteren von diesen genialen Konzepten, die wir hier auf dem Tokyo Caravan und Camper Salon gesehen haben, auf der Messe. Also richtig, richtig geil. Es geht weiter. Bleibt gespannt.